Der Bruno Manser hat sich nach einem präzivilisatorischen Paradies gesehnt. Man könnte sagen, nach der ursprünglichen, menschlichen Unschuld. Ich denke, darin liegt eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum wir in den Zoo gehen oder am Wochenende in die Natur raus. Der Urwald gibt einem alles, was man zum Leben benötigt. Und es ist der Lebensstil, wo man nicht mehr nimmt, als dass man tatsächlich braucht, wo der Bruno Manser so fasziniert hat. Und diese Einfachheit prägt das Zusammenleben in der Gemeinschaft auf eine Art, die uns fremd geworden ist. Wenn Probleme sind, wird einander geholfen. Es wird alles miteinander geteilt. Es gibt nicht Hungrige neben Satten. Und ich habe nie Streit gesehen. Für mich sind seine Zeichnungen wie eine Liebesbekundung an ein Leben gewesen, so wie unsere Vorfahren mal gelebt haben, bevor sie sesshaft geworden sind und angefangen haben, Besitztümer anzusammeln. Bevor sie sich selber aus dem Paradies vertrieben haben. 2012 bin ich das erste Mal nach Borneo gereist, um mir selber ein Bild zu machen. Der Eingriff in die Natur wird einem sehr schnell klar. Und jedes Mal, wo wir wieder an so einem Lastwagen vorbeigefahren sind, habe ich mich gefragt, wie sich wohl Penan fühlen, wenn sie sehen, wie wieder ein Stück von ihrem Lebensraum zerstört worden ist. Ich weiss noch, als ich das erste Mal den Urwald betreten habe. Obwohl ich es körperlich extrem anstrengend gefunden habe, ist es ein magischer Moment gewesen und ich habe verstanden, was der Bruno gemeint hat, als er gesagt hat, der Urwald sei nicht nur ein Paradies, sondern auch die Hölle. Also das ist jetzt ein harmloser Blutdeckel, den nehmen wir jetzt einfach so weg. Das hat sich da reingebohrt ins Fleisch. 3 Wochen lang durfte ich mit einer kleinen Gruppe von Penan durch den Urwald ziehen und ihren Lebensstil kennenlernen. Sie haben mir gezeigt, wie man mit den einfachsten Mitteln im Urwald überleben kann, wie man mit dem Blasrohr schiesst und woher das Gift für die Pfeile kommt. Wir haben zusammen eine Hütte gebaut und unter einem Palmblätterdach geschlafen. Schon nach ein paar wenigen Tagen habe ich das Zeitgefühl verloren und verstanden, dass der Mensch nicht wichtiger ist als alle anderen Wesen in dem Universum. In diesem Moment ist mir klar geworden, dass ich den Film nicht ohne die Penan machen kann. Nur wenn sie sich im Film selber spielen, wird der Zuschauer ihre wahre Stimme hören und die Tragik von ihrem Schicksal können so wahrnehmen, wie ich sie vor Ort erlebt habe. Nachdem ich 4 Monate durch den Urwald gezogen bin und über 450 Penan gecastet habe, haben im Januar 2018 die Dreharbeiten in Indonesien angefangen. Viele von unseren Drehorten waren extrem abgelegen und wir mussten jeden Tag mit dem Boot oder zu Fuß durch den Urwald aufs Set gehen. Der lange Arbeitsweg hat etwas extrem Meditatives gehabt und hat für mich zu den schönsten Momenten vom Tag gehört. It's a very serious meeting and they're discussing how they should deal with that problem. That's why they're here. Eine andere grosse Herausforderung war der Umgang mit der Sprache. Die Penan redet ihre eigene Sprache und der Sven Schelker, der den Bruno Manser spielt, hat monatelang Dialoge auswendig lernen, ohne dass er genau gewusst hat, was die Wörter bedeuten. Bei der Inszenierung hatte ich dann das gleiche Problem. Pun ke jalan aja. Nyakat pang be aweng sa kita tao pepetay. Pun ke lunan lepapakai Besonders an dem Film ist, dass wir es mit einer offenen Geschichte zu tun haben, die noch nicht abgeschlossen ist. Bis heute kämpfen die Penan um ihre Landrechte und ein paar von unseren Darstellern haben den Bruno sogar noch persönlich gekannt. Oder sind irgendwann im Verlauf von ihrem Leben auch mal an einer Blockade gestanden.
The road is closed. What? You heard me. This is Penang land. We don't want you here. Miterleben, wie sich Penang durch die Entstehung von dem Film auch mit ihrem eigenen Schicksal hat müssen auseinandersetzen, war emotional oft ergreifend für mich als Regisseur. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass der Film ein Bestandteil wird von etwas Grösserem, vielleicht sogar ein Teil von ihrem fortlaufenden Kampf für den Regenwald. Es war mein Bestreben, einen Film zu machen, der sowohl klassisch wie auch zeitgenössisch wirkt. Traditionell in seiner Bildsprache, aber auch modern in der Erzählweise und wie er dem Zuschauer Denkansätze liefert. Visuell habe ich mich von Bruno seinen Zeichnungen und von der unglaublichen Schönheit vom Regenwald inspirieren. Der Bruno Manzer war im Herzen ein Romantiker und ich hoffe, dass der Film einen Teil von seiner Seele widerspiegelt. Was hat der Bruno Manzer angetrieben, selbstlos 16 Jahre lang gegen die Abholzung vom Regenwald zu kämpfen? Die Kombination aus Beharrlichkeit und Naivität im Kampf gegen das ganze Wirtschaftssystem macht ihn zu einem der wichtigsten Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten von unserer Zeit. Heute, fast 20 Jahre nach seinem Verschwinden, ist seine Geschichte so relevant wie noch nie. Für mich ist die Arbeit an dem Film eine der erfüllendsten und prägendsten Erfahrungen in meinem Leben gewesen. Ich schätze mich extrem glücklich, dass ich die spezielle Kultur der Penang-Waldnomaden kennenlernen durfte. All die Bequemlichkeiten, die die moderne Welt gibt, die sind oft auch nur Trug und Schein. Das heißt, sie machen dir das Leben bequemer und sie vermitteln dir Macht. Doch nicht Macht über dich selbst, sondern nur Macht über deine Umwelt. Und die geht dabei zugrunde, weil wir nicht genug Verantwortungsbewusstsein und nicht genug Einsichten haben.